Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Auch wenn die Niederlage gegen Liverpool noch sehr, sehr weh tut, die Welt dreht sich weiter, auch die Fußballwelt rund um Real Madrid. Und heute habe ich ein sehr interessantes Video für euch. Zunächst einmal, aus verschiedenen Quellen kommt die Information, dass Ende dieser Saison Vini Junior und Real Madrid getrennte Wege gehen. Wer diese Quellen sind, was sie sagen, das schauen wir uns natürlich heute in dem Video an. Dann die nächste Hammerinformation aus Frankreich. Real Madrid und Dayot Upamecano haben sich geeinigt. Sie haben eine mündliche Vereinbarung und der Spieler von den Bayern wird ablösefrei zu den Königlichen wechseln. Meine Meinung dazu, was da dran ist, auch darüber reden wir in dem Video, aber dann haben wir auch noch ganz viele andere Informationen. Unter anderem habe ich mir mal die Laufleistung von Real Madrid in Anfield angeschaut. Also, wie ihr hört, es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, lasst uns zunächst einmal mit der Abteilung anfangen, die es wesentlich besser gemacht hat als die erste Mannschaft von Real Madrid, nämlich die U19-Mannschaft. Auch sie musste vorgestern in der Youth League antreten, auch gegen Liverpool. Doch die Jungs haben es wesentlich besser gemacht. Die haben mit 4:0 in Liverpool gewonnen. Das ist eine beeindruckende Leistung. Das spiegelt sich auch in der Tabelle wider. Real Madrid ist eine der 4 Mannschaften, die noch ungeschlagen sind auf dem 3. Tabellenplatz. Real Madrid ist auf einem guten Weg in der Youth League und ich bleibe immer noch dabei, Spieler für Spieler betrachtet, haben sie vielleicht weniger Ausnahmetalente als in den letzten Jahren, aber kollektiv passt es wesentlich besser zusammen. Tolles Spiel, tolle Leistung von unseren Jungs. Ich wünschte mir, die erste Mannschaft hätte sich ein Beispiel genommen. Ja, bevor wir jetzt zu den Kilometern kommen, die unsere Jungs abgerissen haben in Anfield. Naja, die Statistik wird euch verblüffen, so viel kann ich verraten. Schauen wir uns erst einmal die Ergebnisse von gestern an, der zweiten Hälfte des 4. Spieltags. Und zwar schlägt Pafos Villarreal mit 1:0. Ich glaube, Javier Tebas schaut zu, wie die spanische Liga einfach nur in Flammen steht. Naja, tolle Arbeit, Javier Tebas. Aber absolute Überraschung, Pafos, eine Mannschaft, die 2014 erst gegründet wurde. Die sind 11. Die sind noch nicht mal in der Pubertät. Und die schlagen Villarreal mit 1:0. Unglaublich. Im zweiten 19 Uhr Spiel trennt sich Karabakh von Chelsea 2:2. Karabakh wehrt sich mit Händen und Füßen und sammelt Punkt um Punkt. Also beeindruckend. Dann ging es weiter. Galatasaray Istanbul oder soll ich sagen Victor Osimhen schlägt Ajax Amsterdam mit 3:0. Absolut verdienter Sieg. Leverkusen gewinnt in Benfica Lissabon mit 1:0. Dadurch ist Ajax und Benfica die einzigen Mannschaften mit 0 Punkten bisher in der Champions League. Club Brügge trennt sich vom FC Barcelona mit 3:3 und das, obwohl den Belgiern ein Tor aberkannt wurde. Ich habe es mir inzwischen bestimmt 20 Mal angeschaut. Der Torwart von FC Barcelona, Szczęsny, möchte den Stürmer ausdribbeln. Der rutscht an der Situation vorbei. Szczęsny merkt, dass er das Gleichgewicht verliert und sucht den Kontakt mit dem Stürmer. Ja, der Schiedsrichter lässt weiterlaufen und das VAR ist der Meinung, es ist eine 100%ige Fehlentscheidung, so weit, dass sie sich einmischen müssen. Also für mich eine absolute Skandalentscheidung. Ja, wie dem auch sei, Brügge und Barca trennen sich 3:3. Inter Mailand schlägt Kairat Almaty mit 2:1, also so einfach ist es doch nicht. Und Inter Mailand hat ihr erstes Tor kassiert. Trotzdem sind sie in der Tabelle an uns vorbeigesprungen. Das gleiche gilt für Manchester City, die schlagen Dortmund mit 4:1. Mit den Engländern ist in dieser Saison zu rechnen. Newcastle gegen Athletic Bilbao 2:0, absolut souverän. Das gleiche, was ich über Villarreal gesagt habe, muss ich auch über Bilbao sagen. Ein katastrophaler Spieltag für die spanische La Liga.
Javier Tebas, tolle Arbeit. Ja, und Marseille verliert zu Hause gegen Atalanta Bergamo mit 1:0. In der Tabelle bedeutet das für Real Madrid, dass wir gerade noch so unter den Top 8 sind, auf dem 7. Tabellenplatz. Also noch wären wir direkt für die nächste K.O.-Phase qualifiziert. Naja, die Hälfte der Spieltage sind vorbei. Mal schauen, wie viele Punkte Real Madrid aus den nächsten 4 Spielen sammelt. Ja, um Punkte zu sammeln, so viel kann ich euch verraten, wird Real Madrid deutlich mehr machen müssen als in Anfield. Und das haben wir alle vor den Kameras gesehen, vor den Fernsehern gesehen, besser gesagt. Ja, und ich habe mir mal die Mühe gemacht, weil es mir so vorkam, als wenn Liverpool wesentlich mehr gelaufen wäre als Real Madrid. Ja, und dann habe ich entdeckt, dass Real Madrid mit 106,5 Kilometern die Mannschaft ist, die am zweitwenigsten gelaufen ist in der gesamten Champions League. Die einzige Mannschaft, die noch weniger gelaufen ist Tottenham, aber nur, weil die 4:0 vorne waren und eine rote Karte kassiert haben. Das heißt, die letzte halbe Stunde haben die im eigenen 16er gechillt. Sonst wäre Real Madrid mit Abstand die Mannschaft, die am wenigsten gelaufen ist. Die anderen kommen irgendwann bei 113, 114 Kilometer. Die Bayern sind in Paris über 125 Kilometer gelaufen. Paris selber auch über 120 Kilometer. Das wäre, als wenn Bayern mit 2 Spielern mehr gespielt hätte als Real Madrid. Und Bayern musste sogar eine Halbzeit mit 10 Mann spielen. Also, es muss einiges passieren. Erfolg ist kein Zufall. Real Madrid kann gegen diese Mannschaft nur mithalten, wenn man auch läuferisch mithält. Und das gilt für die gesamte Mannschaft. Wen soll ein Eder Militao, ein Dienhausen anspielen, wenn keiner dem Ball entgegenkommt? Wen soll ein Bellingham, ein Arda Güler, ein Tchouaméni schicken, wenn ein Vini, ein Mbappé etc. nicht die Laufwege machen, sich freilaufen etc.? Das gleiche mit einem Camavinga. Also Real Madrid mit 106,5 Kilometer, eine blamable Laufleistung, erinnert wieder an die Zeiten von Carlo Ancelotti. Ja, bin ich gespannt, was ihr zu diesen Kilometern sagt. Ich war komplett von den Socken, vor allem als ich gesehen habe, wie viel die Bayern gelaufen haben. Ein Vincent Kompany scheint die richtigen Schlüssel gefunden zu haben. Da arbeitet wirklich die ganze Mannschaft zusammen. Es gibt kaum ein schwereres Spiel als auswärts in Paris. Und da weißt du als Bayern, du musst Kilometer fressen. Und das haben sie getan. Ja, ich hoffe, die Spieler von Madrid lernen ihre Lektion. Wenn nicht, ja, wer nicht mit der Zeit geht, muss irgendwann mit der Zeit gehen. Das ist meine Meinung. Ja, kommen wir jetzt zu einem etwas erfreulicheren Ereignis. Und zwar für Real Madrid steht die Jahreshauptversammlung an. Real Madrid hat das Ganze veröffentlicht. Die Kollegen von Real Total haben da einen Artikel drüber geschrieben. Wenn ihr euch den durchlesen wollt, lesen wir uns mal den ersten Abschnitt durch. Der ist interessant für uns. Die jährliche Mitgliederversammlung bei Real Madrid steht an. Der Vorstand der Königlichen und Präsident Florentino Pérez hat die Socios Compromisarios, also die knapp 2000 repräsentativen vorgewählten Mitglieder der insgesamt fast 97.000 Mitglieder zu einer ordentlichen Jahreshauptversammlung aufgerufen, die am 23. November ab 9 Uhr im Basketballpavillon der Ciudad Real Madrid in Valdebebas stattfinden wird. Teilgenommen und abgestimmt wird an hybrider Form, also mit Präsenz vor Ort und auch online. Für denselben Tag wurde außerdem ab 10 Uhr eine potenzielle außerordentliche Mitgliederversammlung angekündigt und diese könnte es in sich haben. Ja, da widersprechen sich ein bisschen die Quellen. Aus Spanien sagte Ramón Álvarez de Mon, dass diese außergewöhnliche Jahres- oder Mitgliederversammlung nicht direkt im Anschluss stattfindet, sondern irgendwann im Dezember oder Januar geht er davon aus. Ja, also in der Jahreshauptversammlung soll es laut Real Total, laut Ramón Álvarez de Mon, laut aller Quellen noch nicht darum gehen, welche neue Gerichtsform, welche neue Kapitalform, was auch immer Real Madrid annehmen wird. Es soll sich darum gehen, dass die Zahlen des letzten Jahres befürwortet werden. Real Madrid hat da wieder die Rekorde gebrochen, dass für die neue Saison die Ausgaben genehmigt werden. Und was ich immer sehr interessant finde, am Ende der Jahreshauptversammlung dürfen immer Mitglieder Anregungen geben oder Fragen stellen etc. Und da gibt es immer sehr interessante Aussagen, manchmal auch Konfrontationen
Informationen mit Florentino Perez und dem Vorstand. Also ich schaue mir das jedes Jahr an. Wenn ihr das auch machen wollt, 23. November ab 9 Uhr läuft sehr wahrscheinlich auf YouTube. Da schaue ich es mir an sich immer an. Ja, und jetzt kommen wir zu den 2 Hauptnachrichten, die ihr wahrscheinlich auch im Thumbnail gelesen habt. Fangen wir mit der rund um Upamecano an. In den letzten Monaten war eigentlich klar, Real Madrid ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Ein Antonio Rüdiger und ein David Alaba haben beide einen Vertrag, der diese Saison ausläuft. Aus immer mehr Quellen, inzwischen auch ein Fabrizio Romano, also wirklich guten Quellen, kommt die Information, dass es so aussieht, dass Real Madrid mit beiden nicht verlängern möchte. Das würde natürlich für Handlungsbedarf sorgen und allen war klar, Real Madrid möchte Ibrahim Konaté von Liverpool, der meiner Meinung nach gegen uns auch ein echt starkes Spiel gemacht hat. Ich dachte, das würde das Interesse von Real Madrid noch mehr wecken. Ja, und die Verhandlungen scheinen schon weit vorausgeschritten zu sein. Doch gestern aus dem heiteren Himmel kommt aus Frankreich die Information, Real Madrid und Dayot Upamecano hätten sich geeinigt. Der französische Nationalspieler kommt Ende der Saison ablösefrei von den Bayern nach Madrid. Wer die Quelle ist, was da los ist, lesen wir uns das zusammen einmal durch. Also, wie ihr an dem Artikel sehen könnt, die Quelle ist Santi Auna. Der arbeitet für Foot Mercat in Frankreich. Also, wir reden hier natürlich über französische Spieler. Er war auch einer der ersten, der damals gesagt hat, Kylian Mbappé und Real Madrid haben sich geeinigt. Also, seine Quellen scheinen nicht die schlechtesten zu sein. Und er schreibt, mündliche Vereinbarung zwischen Upamecano und Real Madrid. Ibrahima Konaté drängt hinter den Kulissen. Auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive macht Real Madrid Fortschritte bei den Verhandlungen mit den Franzosen Dayot Upamecano. Eine Verpflichtung von Ibrahim Konaté ist zwar noch nicht ausgeschlossen, hat aber derzeit keine Priorität mehr. Da sein Vertrag beim FC Bayern München im Juni ausläuft, hat der französische Verteidiger laut unseren exklusiven Informationen bereits eine mündliche Vereinbarung mit Real Madrid. Sein Profil und seine Erfahrung gepaart mit der Tatsache, dass er am Ende der Saison ablösefrei wechseln kann, macht ihn in den Augen der Vereinsführung zum idealen Spieler. Zudem kennt er bereits einige französische Spieler bei Real Madrid gut. Auch Xabi Alonso, der in der Bundesliga gegen ihn spielte, kennt ihn. Upamecano, den auch Paris Saint-Germain genau beobachtet, hat ebenfalls ein Vertragsverlängerungsangebot vom FC Bayern München, mit dem es aber noch keine Einigung gibt. Es bleibt abzuwarten, ob diese Hürde überwunden werden kann oder ob Real Madrid ihn noch umstimmen kann. Denn im Fußball kann sich bekanntlichermaßen alles sehr schnell ändern. Fortsetzung folgt. Also, die Information aus England. Real Madrid hätte sich für Upamecano entschieden. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Zunächst einmal natürlich auch ablösefrei. Xabi Alonso kennt ihn aus der Bundesliga. Real Madrid ist begeistert von seiner Leistung und sie wollen ihn anscheinend holen. Ja, dazu passt auch ein bisschen die Ansage von einem Max Eberl. Da hat ein Fabrizio Romano nochmal klar gemacht. Bayern-Direktor Eberl zum im Juni auslaufenden Vertrag von Upamecano. Es ist normal, dass andere Vereine seine Berater kontaktieren. Das gehört zum Geschäft. Ich habe bereits gesagt, dass wir unser Bestes geben wollen, um einen neuen Vertrag auszuhandeln. Wir arbeiten daran. Also ein Eberl, der verneint das nicht, der sagt sogar, ja, das ist normal, dass die anderen Berater sich melden. Ja, also könnte da vielleicht was dran sein. Aber ich bin ein Freund von solchen Informationen, vorsichtig zu sein und schauen, wo können die herkommen. Wir kennen inzwischen die Taktik von einigen Bayern-Spielern, die wissen anscheinend, dass die Vereinsführung in Bayern nicht so gut zu sprechen ist auf Real Madrid, seit ein David Alaba damals kostenlos nach Real Madrid gegangen ist oder auch der Transfer von Toni Kroos so gut funktioniert hat. Denn David Alaba hat die Karte Real Madrid ausgespielt und zack, hatte der auf einmal einen riesen Vertrag von den Bayern bekommen. Kimmich hat die Real Madrid-Karte ausgespielt und auf einmal, zack, hatte der ein riesen Vertragsangebot von den Bayern. Und es könnte gut sein, dass ein Upamecano in der Kabine gesagt hat, hör mal Kimmich, wie hast du das gemacht? Und Kimmich ihm gesagt hat, komm, erwähne einfach nur irgendwo Real Madrid, lass die Information nach Frankreich durchsickern und du wirst sehen, dass der Eberl dann mit einem großen Scheck um die Ecke kommt. Also,
Meiner Meinung nach würde es mich wundern, wenn Real Madrid anscheinend schon Monate an Konaté baggert, dass aus heiterem Himmel jetzt eine mündliche Vereinbarung getroffen wurde. Allerdings bin ich nicht hier, um euch solche Informationen zu verheimlichen. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden und ich wäre froh, wenn ihr mir eure Meinung in den Kommentaren lässt. Ja, das gleiche übrigens auch zum letzten Thema des heutigen Videos, denn Vini Junior wird anscheinend, wenn man auf diese Quellen hört, Real Madrid verlassen. Ja, der Erste, der diese Information mehr oder weniger gebracht hat, war El Chiringuito. Und man muss auch sagen, derjenige, der die Informationen, die ihr jetzt gleich hört, übermittelt. Man weiß, dass er gute Kontakte zur Entourage von Vini Junior hat. Hören wir uns erstmal die Information aus El Chiringuito an. Nun, jetzt am 5. November ist es noch lange nicht vorbei, es liegt noch viel Saison vor uns, aber nach meinen Informationen ist es im Moment sehr schwierig, dass Vinicius ab der kommenden Saison weiterhin bei Real Madrid bleibt, so wie die Situation gerade ist, so wie wir es bisher berichtet haben, wegen all dem, was in dieser ganzen Zeit passiert ist und weil die Verhandlungen über seine Vertragsverlängerung derzeit nicht existieren. Würde er am Ende der Saison gehen oder 1,5 Jahre warten, bis er ablösefrei gehen kann? Das wäre nicht die Situation, die er sich wünschen würde. Mit anderen Worten, er würde es vorziehen, wenn es so käme. Option? Ich würde eine saubere Verhandlung mit einem anderen Verein bevorzugen und dass Real Madrid dafür eine Ablösesumme erhält. Dieser Transfer, falls er Real Madrid letztendlich verlässt. Madrid. Würden Sie erwarten, dass Real Madrid beim Verkauf großzügig vorgeht? Nein, er weiß, dass es mit Real Madrid schwierig ist. Die Verhandlungen werden sicherlich ziemlich kompliziert werden, aber es stimmt, was den Preis angeht. Mir wurde gesagt, dass es mindestens 150 Millionen Euro sind. Real Madrid würde 150 Millionen Euro für Vinicius verlangen, das glaubt man. Real Madrid könnte mehr verlangen, aber ich denke, sie würden bei... Vielleicht wäre das Minimum, das man verlangen könnte, diese 150 Millionen. Würde Vinicius das gefallen? Was meinst du? Das muss dann Real Madrid entscheiden. Sagen wir mal... Dass das ein Betrag wäre, der im Raum stehen würde. Da ist das Letzte. Ja, ist. Wenn man weiß, dass er ablösefrei gehen könnte und dem Verein nach der getätigten Investition nichts einbringen würde, denke ich, dass das ein fairer Preis ist. Zumal andere große Spieler von Real Madrid sogar für weniger Geld gegangen sind. Das Thema ist das Ziel. Es ist kompliziert, weil viel über Saudi-Arabien gesprochen wird. Saudi-Arabien hat das Investitionsniveau in Fußballspieler stark gesenkt und außerdem hat Vinicius Junior ein sehr hohes Gehalt im weltweiten Fußballmarkt. Es geht also nicht nur um die Ablösesumme, sondern auch um ein Gehalt, das er für mehrere Jahre unterschreiben würde und das ziemlich hoch wäre. Im Moment zahlt Saudi-Arabien dieses Geld für solche Spieler, also für große Spieler, nicht mehr. Das Niveau ist deutlich gesunken. Mir wird gesagt, dass sich die Tür oder die Option für die Premier League öffnet. Es gibt ziemlich viele interessierte Teams. Ja, es gibt keine Verhandlungen zwischen Real Madrid und Vini Junior. Ich dachte, das wäre so abgemacht, so hatte man mir das gesagt. Das Ende der Saison, man sich anschaut, wie ist die Saison gelaufen. Ja, wer da den Druck macht, die Informationen gibt, man könnte natürlich denken, es kommt von der Seite von Vini Junior. Aber das Timing kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Warum sollte Vini Junior an dem Abend, an dem wir in Liverpool verlieren, wo er selber keine gute Leistung bringt, auf einmal Druck machen wollen? Naja, ich bin hier, wie gesagt, um euch die Informationen zu geben. Und wenn es nur El Chiringuito gewesen wäre, hätte ich mir vielleicht die Info sogar erspart, wobei die Quelle an sich tatsächlich gut ist, auch wenn ich das Programm nicht mag. Denn auch in Deutschland kam die Information, und zwar von der Bild. Naja, man kann von der Bild halten, was man will, aber was Sachen Sport angeht, haben sie gute Quellen. Was berichtet die Bild über den Fall Vini Junior und Real Madrid? Vinicius Knall bei Real. Und zwar Axel Hesse schreibt den Artikel. Real Madrid hat genug von den Eskapaden seines Topstars Vini Junior. Nach Informationen von Sportbild plant der stolze Club aus Spaniens Hauptstadt im Sommer 2026 den Verkauf des Brasilianers. Laut Quellen, laut Informationen aus der Sportbild. Also die sagen, die haben die Informationen. Naja,
Die Entscheidung fiel nach dem Eklat während des Clásicos Ende Oktober gegen den FC Barcelona. Vinicius hatte sich gestenreich über die erneute Auswechslung durch Trainer Xabi Alonso beschwert. Real Madrid bestand auf eine öffentliche Entschuldigung. Zudem musste er intern vor der Mannschaft und Trainer zu Kreuze kriechen. Ist schon mal falsch. Real Madrid hat keine öffentliche Entschuldigung verlangt. Es gab keine öffentliche Entschuldigung. Er hat intern mit der Mannschaft gesprochen. Also der erste Fehler im Artikel. Dass am Tag der Entschuldigung ein Text bei The Athletic erschienen ist, der Probleme einiger Spieler mit Alonsos Führung und dessen Disziplinanspruch beschreibt und eine der Mannschaft nahestehenden Personen anonym zitiert, er denkt, er ist Pep Guardiola, aber bisher ist er nur Xabi, wird dem Vinicius-Lager zugeordnet. Clubchef Florentino Perez gilt zwar als Freund der Superstars, Vinicius hat allerdings durch den Zoff mit Alonso nach einer Vielzahl von Extratouren in den vergangenen Jahren den Bogen überspannt. Für Perez geht es darum zu zeigen, dass kein Spieler größer ist als der Club. Ja, also das ist der Text der Bild, der geht noch ein bisschen weiter, könnt ihr euch selber durchlesen, ist ja auf Deutsch, da braucht ihr auch nichts übersetzen. Ja, und was soll ich davon halten? Real Madrid, Florentino Perez möchte Vini verkaufen wegen der Auswechslung gegen Barca. Und es gäbe in den letzten Jahren mehrere Eklats um ihn. Nein, Florentino Perez hat Vini Junior immer in Schutz genommen. Bei dem Rassismusskandal erinnere ich mich sogar daran, dass er danach von der Loge an seiner Seite das Spiel geschaut hat, Real Madrid eine große Aktion gemacht hat. Und ansonsten, bei Auswechslungen Stress passieren gefühlt täglich. Gestern hat noch der Lugmann bei Atlanta Bergamo ein Handgerangel mit seinem Trainer nach der Auswechslung gehabt, was tausendmal schlimmer ist, als was Vini Junior und Xabi Alonso da laufen hatten. Naja, wie dem auch sei, ich glaube, in Deutschland ist es sehr, sehr einfach, Klicks zu generieren, wenn du auf Vini Junior draufhaust. Manu Thiele nutzt das ja auch gerne in seinen Videos aus. Naja, wie dem auch sei. 2 verschiedene Quellen berichten, dass Real Madrid und Vini Junior Ende dieser Saison getrennte Wege gehen. Ich wollte euch diese Information geben, aber auch da möchte ich eure Meinung in den Kommentaren lesen. Wenn ihr schon mal da seid, lasst doch bitte ein Like da, teilt dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hat, macht das. Wir sind auf der Jagd nach den 15.000, sind kurz davor. Vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Wenn du mich unterstützt, würde ich mich das auch sehr freuen. Wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich mit guten Nachrichten. Bis dahin. ¡A la Madrid!